Leute, ich habe mal wieder hoffnungslos übertrieben und meine Badkisten mit der Power von Overengineering neu organisiert. Bleibt unbedingt dran, wenn ihr sehen wollt, wie schön meine Ikeas Cookies Kisten mit der Hilfe von 3D-Druck und Gridfinity geworden sind. Okay, das Szenario ist folgendes. Ich habe diese 3 Ikea Cookies Kisten in meinem Bad, in denen ich Dinge wie Zahnpasta oder Rasierer aufbewahre. Wie ihr sehen könnt, sind sie ziemlich chaotisch. Und das hat mich schon immer gestört. Aber zum Glück gibt es da ja die Gridfinity Community, die schon dieses Grid für die Cookies Kiste entworfen haben. Es passt dann direkt in die Kiste rein und fügt sich an diese herausstehenden Ecken an. Da ich den Platz in der Kiste aber perfekt nutzen möchte, habe ich die Nasen aus der Kiste gebrochen. Dazu aber später mehr. Wir kümmern uns jetzt in 3 Schritten jeweils um eine Kiste und räumen diese auf. In der Videobeschreibung findet ihr wie immer alle Links zu den 3D-Druckdateien. Dieses Mal habe ich einige Gridfinity-Halter selbst konstruiert. Diese habe ich natürlich auch kostenlos zur Verfügung gestellt. Schreibt mir gerne ein nettes Kommentar oder lasst mir ein Abo da als Zeichen eurer Wertschätzung. Bevor wir zu den Kisten kommen, noch ein kleiner Hinweis. Ich wollte den Platz in den Ikea Cookies Kisten so gut wie möglich ausnutzen. Dafür habe ich einige Experimente gestartet, unter anderem diese Box entwickelt, um den Überstand zur Seite abseits vom Gridfinity Grid besser zu nutzen. Leider war diese Box nicht besonders praktisch. Zum Glück hat mich Daniel dann darüber aufgeklärt, dass ich mein Problem mit der OpenSCAD-Version von Gridfinity lösen könnte. Man kann rechts in den Parametern die exakte Breite und Höhe der zu generierenden Gridfinity-Box eingeben. Ich habe beispielsweise statt 42 dann einfach 52 mm angegeben, um eine Box zu generieren, die 10 mm über das Standard Gridfinity Grid hinaushängt. Danke an den Tipp von Daniel und danke an den Discord von Hands on Katie. Ich habe in diesem Chat schon wirklich viel gelernt. Leider kann das OpenSCAD keine Boxen generieren, die auf beiden Seiten einen Übergang haben. Das habe ich dann einfach schnell in Fusion 360 selbst gemacht, indem ich die STL-Datei manuell bearbeitet habe. Als Referenz kann man dafür diesen kleinen Ansatz auf der Unterseite nehmen und die Boxen dann einfach spiegeln. Jetzt aber zu Kiste 1. In dieser Kiste bewahre ich mein Deo, mein Parfüm, meine Zahnpasta und etwas Kleinzeug auf. Da bisher aber alles immer kreuz und quer in dieser Kiste lag, war das wirklich mühsam. Ich habe darum diese Dinge für die erste Kiste gedruckt. Räumen wir das mal ein. Besonders cool ist hier die Idee mit der Zwischenplatte. Ich kann dann den oberen Teil einfach hochheben, um an die viel seltener benötigten Dinge im unteren Bereich der Kiste zu kommen. Die Bodenplatte und die Griffe wurden eigentlich für die Ikea Sammlerkisten entwickelt, aber passen hier genauso gut. Übrigens habe ich dazu auch schon ein Video gemacht, schaut es euch unbedingt an, Link ist unten in der Videobeschreibung. Es ist wirklich gut. Die zweite Kiste ist meine Rasiererkiste. Der größte Unterschied zur ersten Kiste ist, dass diese Kiste geschlossen in einem Schrank steht. Ich rasiere mich ja schließlich nicht jeden Tag. Das heißt aber auch, dass die maximale Höhe des Inhalts durch den Deckel beschränkt ist. Der größte Aufwand hier war die Konstruktion eines Gridfinity-Halters, der Platz für meine beiden Rasierer sowie den Nasenhaartrimmer bietet. Meistens zeichne ich dafür dann einfach den Umriss des Objektes auf dem Papier, mache ein Foto, skaliere es in Fusion 360 dann auf die Originalgröße und kann dann relativ simpel einen Negativhalter konstruieren. Ich habe darum diese Dinge für die zweite Kiste gedruckt. Und jetzt räumen wir das mal ein. Unglaublich, wie das passt, oder? Ich finde es richtig geil. Die Rasierer sind jetzt oben in der Kiste und direkt zugänglich. Darunter sind Dinge, die ich weniger oft benötige, wie zum Beispiel das Ladegerät oder irgendwelche Bürsten. Durch den besonderen Gridfinity-Halter, der an 3 Seiten einen Überhang hat, habe ich den Platz in der Box wirklich maximal ausgenutzt. Es war ein langer Weg für mich, das alles zu lernen, aber es hat sich definitiv gelohnt. Und jetzt zur dritten und letzten Kiste. Diese Kiste ist Shared Space mit meiner Frau, wie zum Beispiel Sonnencreme, Q-Tips und so weiter, ihr wisst schon. Da der Inhalt hier eher variiert, habe ich mich auf größere Kisten konzentriert und auch nur versucht, die Höhe der Cookies-Kisten gut zu verwenden. Einzig der Q-Tip-Halter ist eine Besonderheit. Ich habe dann
zusätzlich noch eine 3x3 Gridfinity Bodenplatte gedruckt. Leider gab es die Griffe nur für größere Grids. Ich habe ihn darum angepasst und auf das 3x3 Grid adaptiert. Die 3D-Druckdatei dafür habe ich natürlich veröffentlicht. Link ist in der Videobeschreibung. Und jetzt können wir Kiste 3 endlich einräumen. So, und nochmal hier das Problem, diese kleinen Zacken hier in der Mitte, die müssen raus, sonst passen diese Kisten hier nicht ums Eck herum, weil diese Kante dann sonst kollidieren würde. Und darum habe ich hier rausgebohrt. Hier fehlt es noch, das mache ich jetzt. Tada, das war schon echt ein cooles Upgrade. Die Q-Tips sind jetzt nicht mehr in diesen klapprigen Kisten und einfach zugänglich. Und für den Rest gibt es auch ausreichend organisierten Platz. Gefällt mir! Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem kleinen Gridfinity-Exkurs. Mir hat der Prozess sehr gefallen, auch wenn er in diesem Mal im Vergleich zu unserem ersten Gridfinity-Projekt eher mühsam war. Ich musste viele eigene Kisten konstruieren und habe relativ viel Zeit in Feintuning investiert. Und das geht natürlich auch nicht ohne etwas Ausschuss der Prototypen. Klicke jetzt unbedingt auf den Abonnieren-Button. Ich plane gerade ein Video über Recycling von 3D-Druckabfällen. Und glaubt mir, ich habe richtig viel davon. Alles klar, das war's. Bis zum nächsten Video. Ciao! Nicht vergessen abonnieren!